Da ist es endlich, das neue Lidl Multischweißgerät. Und es hat sich wirklich viel getan, es hat sich viel geändert. Wo vor circa 2,5 Jahren das Lidl Multischweißgerät das erste Mal auf den Markt kam, da war das natürlich ein absoluter Hype. Ein Mic-Max-Schweißgerät, 199 Euro, abnehmbares Schlauchpaket, automatische Programme, die alles einstellen, die alles vorgeben. Und in die Fußstapfen tritt auch dieses Gerät wieder. Das Gerät hat sich deutlich verändert. Es ist nicht nur optisch verändert, die ganze Benutzerführung, Einstellungen ist anders. Wir werden uns das Gerät im Detail angucken in diesem Video. Wir werden natürlich damit schweißen, wir werden es ausprobieren. Ich erkläre euch die Einstellungen, ich erkläre euch die Veränderungen an diesem Gerät. Jetzt habe ich hier den Karton vor mir und da sehe ich natürlich gleich, das Gerät hat sich optisch wirklich stark verändert. Es ist nicht nur irgendwo, dass da so ein paar Ecken dazugekommen sind, ein paar Kanten irgendwo abgerundet worden. Das ist ein ganz neues Gerät. Und wenn wir uns hier den Lieferumfang angucken, das ist in vielen Bereichen natürlich identisch. Wir haben hier eine Bedienungsanleitung, wir haben immer noch so ein Handschild dabei, was wahrscheinlich nie einer nutzt. Wir haben Elektroden dabei, Stabelektroden zum ersten Schweißen. Dann haben wir das Schlauchpaket, es ist völlig das identische, 2 Meter lang, 2 Meter Massekabel, 2 Meter Elektrodenschweißkabel. Also das sieht optisch sehr identisch aus. Ich denke mal, da hat sich nichts getan. Dann haben wir natürlich wieder eine halbe Rolle Föhndraht dabei, also keine Kilorolle. Es müssen 400 oder 500 Gramm sein und da ist es, das Gerät. Ich finde, vom Styling her ist das sehr gelungen. Wenn man das so optisch sieht, es sieht ein bisschen moderner aus, es sieht schick aus, also sieht nicht billig aus, gefällt mir auf den ersten Blick natürlich gut. Was einem auffällt, wir hatten vorher nur einen Drehregler für Ampere, jetzt haben wir einen halt auch noch für die Spannung. In dem inneren Bereich des Gerätes hat sich wirklich nichts verändert. Wir haben die gleiche Drahtvorschubeinheit mit der gleichen Drahtvorschubrolle. Wir haben hier wieder 200 Gramm Aluminiumdraht, ALMG 5. Wir haben hier eine kleine Tabelle, das ist neu. Die soll irgendwo grundlegende Einstellungshilfen geben, ist aber eigentlich ein Witz, wenn ich das ganz ehrlich sage. Da gibt es zum Beispiel 0,9 mm Stahldraht, den gibt es ja gar nicht. Ich werde auch wieder so eine Einstellungstabelle dafür entwerfen. Das mache ich dann die nächsten 3 bis 4 Wochen, dann werde ich euch dazu informieren. Ansonsten hat sich hier nichts getan. Ja, ich sage mal so, ist ein schönes, gelungenes Gerät auf den ersten Eindruck. Wenn man das für 199 Euro kriegt, das wird bestimmt wieder viele Kunden finden. Was mich jetzt interessiert, was mich an dem alten Gerät ein bisschen gestört hat, da hat der Lüfter richtig gejault. Jetzt ist so meine erste Frage natürlich, wie ist der Lüfter hier? Das Gerät ist schön leicht, handlich, wiegt so um die 8 Kilo, also man kann da auch schön, gerade mit Föhndraht, auch schön mobil arbeiten. Wenn wir das Gerät jetzt anmachen, dann hört man zwar deutlich einen Lüfter, das muss auch so sein beim kleinen, kompakten Mic-Max-Schweißgerät, aber ich sage mal, für die Preisklasse hört sich der Lüfter gut an. Es ist nicht mehr dieses extreme Jaulen, was die Leute teilweise genervt hat, das auch zum Umbauen angeregt hat. Es ist natürlich immer noch kein temperaturgesteuerter Lüfter oder dergleichen, aber es ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Bei den Einstellungen hat sich natürlich jetzt einiges verändert und das wollen wir uns natürlich auch im Detail angucken. Ich fand, das alte Gerät war tendenziell einfacher einzustellen. Das neue Gerät bietet aber deutlich mehr Möglichkeiten. Wahrscheinlich war das irgendwo auch so in dem Fall die Zielsetzung. Ich habe jetzt rechts einen Drehregler, damit kann ich die Ampere verstellen. Von 50 bis 160 Ampere. Links habe ich einen Drehregler, mit dem kann ich die Spannung verstellen. Das heißt, bei dem Gerät kann ich jetzt wirklich manuelle Einstellungen vornehmen. Der Drahtvorschub reguliert sich selbst. Ich habe dann hier die verschiedensten Programme. Das Aluminiumprogramm, Fluxprogramm, MAC-Programm, MIG-Programm. Dann habe ich oben TIG und MMA. Das kann ich halt alles auswählen. TIG, also Wickschweißen und Elektrodenschweißen. Wenn ich jetzt länger drauf drücke, zum Beispiel im Aluminiumprogramm, dann gehe ich in diesen automatischen Modus und dann kann ich automatisch damit Aluminium schweißen. Das Gerät gibt mir die Einstellungen vor. Das Ganze hat es auch für Flux, also für Föhndraht. Föhndraht in 1 mm, MIG und MAC jeweils in 0,8 mm. Also es hat sich schon ganz schön verändert. Ich habe jetzt deutlich mehr Möglichkeiten.
bin aber in diesem synergischen, in diesem Automatikmodus ein bisschen eingeschränkter als vorher. Wir werden uns jetzt ganz einfach angucken, was für Möglichkeiten das bietet. Wir wollen ganz einfach mit diesem Standardprogramm heute erstmal schweißen, um zu sehen, was liefert das Gerät da. Dass diese 50 Ampere als unterster Wert geblieben sind, das wird natürlich viele stören oder traurig machen, weil da hatten sich viele 30 oder 40 Ampere gewünscht. Einfach, dass man mit dem Gerät auch deutlich besser Dünnblech schweißen kann. Ich weiß, man kann die Spannung so weiter runterspielen, dass man da auch irgendwo mit sehr wenig Leistung es schafft, halbwegs Dünnblech zu schweißen, aber so richtig ideal ist das nicht. Und es wäre deutlich besser, wenn man wirklich auf 30 Ampere zum Beispiel runter regulieren könnte und man könnte dann damit Dünnblech zum Beispiel schweißen. Aber wir werden auch auf jeden Fall eine Dünnblech-Folge machen, wo wir dann mal versuchen, wie dünn wir mit diesem Gerät vernünftig schweißen können. Das, was wir jetzt mit dem Gerät schweißen können, ohne dass wir noch irgendetwas dazu kaufen, ist das Fülldrahtschweißen. Wir haben im Lieferumfang hier eine Rolle Fülldraht dabei. Das ist eine Rolle mit 400 oder 500 Gramm, 1 mm Fülldraht, und damit starten wir. Wichtig, wenn man die Rolle rüstet, dass man dann auch guckt, in der Drahtvorschubeinheit gibt es verschiedene Nuten, dass man da wirklich auch die richtige nutzt. Dann können wir unser Schlauchpaket rüsten. Wir wählen das richtige Programm aus, wählen das automatische Programm fürs Fülldrahtschweißen aus und dann kann man auf dem Testblech mal erste Strichlagen ziehen, sehen, wie das Ganze schweißt, kann das Ganze eventuell nochmal optimieren. Das sieht hier aber auf dem ersten Punkt gleich gut aus. Ich nehme 130 Ampere und damit schweiße ich jetzt mal zwei 6 mm Bleche in einer Kehlnaht. Das heißt, ich will hier wirklich massives Material schweißen. Ich habe einen dicken Schweißzusatz. Ich habe noch 30 Ampere nach oben. Ich kann noch mal bei der Kehlnaht auf 140 wählen und dann gucken wir uns einfach mal das Schweißergebnis an. Beim Schweißen merkt man jetzt gleich schon, dass der Prozess stimmig ist. Das Ganze hört sich vom Geräusch her gut an. Wenn so ein Mic-Mac-Prozess, aber auch ein Fülldrahtprozess gut läuft, dann surrt der richtig schön. Das ist ein richtig schönes Surren. Da weiß man gleich, es stimmt alles. Das Rest, so ein bisschen die Gleichmäßigkeit, das ist dann sicherlich immer die Handfertigkeit. Aber der Prozess an sich läuft. Ich bürste das Ganze hinterher mit der Hand über und das reicht eigentlich schon, um fast alles abzukriegen. Ich habe keine Spritzer, ich habe kein Trennspray benutzt. Also Fülldrahtschweißen entwickelt sich wirklich immer und immer mehr, gerade mit diesen modernen Invertern. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal mit einem Winkelschleifer und einer Drahtbürste überbürste, dann sieht man, man hat ein bildschönes Ergebnis. Also ich kann erstmal schon mal feststellen, Fülldrahtschweißen kann dieses Gerät wirklich sehr, sehr gut. Ich habe schon mal ein Video zu dem alten Gerät gemacht, dass das Gerät auch so gut ohne Gas schweißt. Das war auch sehr schön, sehr beeindruckend, das Ergebnis. Und das setzt sich hier auf jeden Fall fort. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Bin ich schon mal das erste Mal extrem beeindruckt. Zwei wichtige Punkte noch zum Fülldrahtschweißen. Ich habe hier beim Fülldrahtschweißen eine Absaugung benutzt. Ansonsten bitte immer draußen arbeiten, für anständig Belüftung sorgen, eventuell eine FFP2 oder FFP3 Maske unter dem Helm tragen. Also das ist wirklich ungesund, genau wie das Elektrodenschweißen. Das ist ein Punkt und dann ist natürlich wichtig beim Rüsten, das Schlauchpaket muss an den Minuspol, das heißt der Dongle, der vorne rauskommt, muss an den Minuspol und die Masse muss an den Pluspol. Am Pluspol, wie man normal Max schweißt, lässt sich Fülldraht nicht verschweißen bzw. lässt sich sehr, sehr schlecht verschweißen. Grund ist ganz einfach, der Pluspol ist der heißere Pol und die Temperaturen sind zu hoch für das Fülldrahtschweißen. Egal, ob ich jetzt MIG, MAG oder Aluminium schweiße, ich muss mich um die Schutzgasversorgung kümmern. Und da ist natürlich der erste Punkt, wie schließe ich das Schutzgas an mein Schweißgerät an. Ich habe hier hinten so eine Schlauchtülle. Ich kann also ganz normal mit dem Druckluftschlauch da rangehen. Ich nehme immer folgende Variante. Ich habe hier ein Stück Schlauch, dann habe ich zwei Schellen und vorne habe ich dann eine Druckluftkupplung und kann dann über eine Schnellkupplung an meine Gasflasche gehen. Ich habe hier eine Flasche Sagox 18. Das ist 82% Argon, 18% CO2. Dann habe ich einen Druckminderer, der zeigt mir an, wie viel habe ich in der Flasche und ich kann dann dosieren, wie viel ich entnehme. Ich brauche zum normalen Max-Schweißen ca. 8 bis 10 Liter pro Minute. Das, was ich eben hatte, war eine Mehrwegflasche. Das sind Einwegflaschen. Das heißt, die kaufe ich, die kann ich einmal benutzen. Ist mittlerweile auch eine sehr schöne Alternative geworden, gerade für Gelegenheitsschweißer. Auch für so eine
Einwegflasche brauche ich einen Druckminderer. Es gibt extra Einwegflaschendruckminderer und es gibt mittlerweile Adapter. Dann kann ich meinen Druckminderer von der Mehrwegflasche benutzen. Das hat den Vorteil, ich kaufe mir jetzt einen Druckminderer, kaufe mir erstmal eine Einwegflasche und wenn ich irgendwann mal mehr schweiße, dann kann ich diesen Druckminderer auch immer noch benutzen. Also ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ich finde, mittlerweile sind diese Einwegflaschen eine tolle Alternative geworden. Ich werde da die Tage ein Video zu machen. Wenn ich alles angeschlossen habe, mache ich einen Drucktest. Ich drehe die Flasche einmal auf, drehe sie wieder zu und jetzt muss mein Manometer so bleiben, wie es ist. Es darf nicht sofort der Druck runtergehen, sonst ist irgendwas undicht, dann muss ich die ganzen Verbindungen kontrollieren. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als dass man da wirklich einen Tag am Schweißen ist und schon ist die ganze Flasche leer, weil die Schlauchverbindung undicht ist. Im Prinzip wechsle ich jetzt an dem Gerät einfach von Flux auf Mack und jetzt kann ich mit dem Gerät Mack schweißen. Ich muss noch 2, 3 kleine Änderungen, die gucken wir uns natürlich an. Ich habe meine Schutzgasversorgung hergestellt. Ich entnehme den Draht. Da sollte man immer darauf aufpassen, dass der Draht sich nicht abwickelt. Der ist unter Spannung. Dann nehme ich einen 0,8 SG2 Draht. Ich will also Stahlbleche schweißen, das klassische Mack-Schweißen. Ich habe hier extra ein paar Stromdüsen im Lieferumfang. Und dann kann ich mein Gerät vorne noch umstecken. Das ist auch sehr wichtig. Das heißt, von wegen dieser Dongle, der vorne rauskommt, der muss in den Pluspol. Wir schweißen Mack immer am Pluspol, die Masse muss in den Minuspol und schon kann ich anfangen und kann mit dem Gerät Mack schweißen. Auch hier gehe ich wieder genauso vor. Ich nehme erstmal ein Testblech, probiere meine Einstellung aus. Ich habe jetzt hier 130 Ampere und das reicht, um hier eine schöne Lage auf dieses 6 mm Blech zu legen. Das ist das Schöne an dem Gerät. Wie gesagt, ich wähle einfach aus und dann kann ich schweißen. Negativ finde ich ein bisschen, dass ich das jetzt nicht mehr für 0,6 mm Stahldraht machen kann und nicht mehr für 1 mm Stahldraht. Das stört mich so ein bisschen, genauso wie beim Fülldrahtschweißen. Da muss ich jetzt auch wirklich manuell in die Programme reingehen, um zum Beispiel meinen geliebten 0,8 mm Fülldraht zu verschweißen. Gut, ein paar Nähte auf dem Testblech. Dann habe ich vorbereitet ein Stahlblech und, das ist auch wieder 6 mm, und ein 2 mm Vierkantrohr 80 x 80 und da werde ich komplett rumschweißen und werde das Ganze auch komplett von innen verschweißen. Einfach, dass wir auch ein bisschen Naht haben, um auch ein bisschen Belastung für dieses Gerät zu haben. Obwohl das auch noch alles so Sachen sind von wegen, das belastet dieses Gerät überhaupt nicht. Man hat hier ein kleines, luftgekühltes MIG-Max-Schweißgerät. Damit wird man nicht stundenlang Max schweißen können. Aber ich sage mal so, für den normalen Hausgebrauch, was man hier schweißt, man sieht ja, was ich hier schweiße. Wenn man danach wieder eine kurze Pause macht, dann kann das Gerät Tage und Wochen und Jahre aushalten. Also es ist nicht so, dass man das innerhalb von 10 Minuten schrotten kann. Das ist vollkommener Blödsinn. Das Gerät hat eine vernünftige Einschaltdauer. Ich habe heute hier viel mit dem Gerät geschweißt und ich hatte nicht einmal ansatzweise ein Problem. Das Schlauchpaket wird nicht warm oder dergleichen. Also da wird auch immer viel Blödsinn erzählt. Wie gesagt, man sieht hier auch an dem Ergebnis von wegen, da sind ein paar Spritzer da. Man könnte das Ganze sicherlich in stundenlanger Kleinarbeit noch optimieren. Das werden wir auch sicherlich die nächsten Monate machen, dass wir das auch wieder zu einem nahezu spritzerfreien Prozess hinkriegen. Aber so der erste Eindruck ist auch hier wieder gut. Das ist wie gesagt dickeres Material. Zweiter Versuch ist jetzt 1,5 mm Blech. Ich mache nichts außer, dass ich die Einstellung reduziere. Ich gehe mit der Einstellung runter und dann kann ich problemlos dieses 1,5 mm Blech schweißen. Das klappt fast noch ein bisschen besser als bei dem dicken Blech, aber wie gesagt, der Eindruck beim Max-Schweißen ist hier auch wieder gut. Fülldrahtschweißen war gut, Max-Schweißen war gut. Was wir jetzt als nächstes machen, oder was wir nochmal demnächst natürlich dann auch machen, ist so ein Dünnblech-Video. Da sind viele interessiert. Da werde ich mich mal ein paar Nachmittage hinsetzen, das Ganze richtig ausspielen, probieren, was man so erreichen kann und dann dazu ein Tutorial erstellen. Das ist natürlich klar. Und wir werden jetzt natürlich auch nochmal Aluminium schweißen. Aluminium, sehr sensibler Werkstoff. Wenn man vor ein paar Jahren gesagt hat, ich schweiße Aluminium mit meinem einfachen Mack-Gerät, haben dich alle für verrückt erklärt.
Und wir haben natürlich vorhin schon gesehen, man kann mit diesem Lidl Parkside Multischweißgerät auch Aluminium schweißen. Im Lieferumfang sind sogar schon 200 Gramm AL MG5 Draht enthalten. Ich brauche noch Argon 4.6 als Schutzgas. 12 bis 15 Liter die Minute sollten das wirklich sein. Und dann stelle ich mein Gerät hier um, Aluminium, dann gehe ich in diesen Automatikmodus und dann kann ich loslegen, damit Aluminium zu schweißen. Aluminium ist wirklich immer eine Herausforderung. Ich nehme auch wieder ein Testblech. Ich habe jetzt im ersten Punkt das ganz normale Schlauchpaket genommen. Man sollte normal ein Schlauchpaket mit einer Teflonseele nehmen. Man könnte dieses Schlauchpaket umrüsten. Ich habe dann im zweiten Punkt oder im zweiten Step einfach ein Schlauchpaket von mir genommen, das eine Teflonseele bereits gerüstet hat. Und dieses Schlauchpaket mit der Teflonseele, das macht schon wirklich einen deutlichen Unterschied. Aber ich bin mit den Ergebnissen nur so mittelmäßig zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt einfach die Standardkonfiguration genommen, nur mal so ein bisschen die Spannung verändert und das hat nicht gerade zu richtig guten Ergebnissen beigetragen. Ich muss das Ganze wirklich nochmal ganz in Ruhe ausprobieren und dann werde ich da sicherlich auch bessere Ergebnisse erzielen. Aber jetzt hier so wirklich auf die Schnelle mit dem Gerät Aluminium schweißen war nur so mit bedingten Ergebnissen möglich. Also es ist so mittelmäßige Ergebnisse, nicht richtig toll. Man muss aber wirklich sagen, hättest du vor 3, 4 Jahren irgendwem erzählt, man hat ein 199 € Gerät, man kann da überhaupt mit Aluminium Punkt schweißen oder so. Die Leute hätten dich für verrückt erklärt. Und da jetzt überhaupt Verbindungen zu erzielen, halbwegs vernünftige Ergebnisse hinzukriegen, das ist schon eigentlich eine schöne Sache. Und da jetzt zu erwarten, dass das aussieht wie bei einem Mic-Max-Schweißgerät mit Puls, das ist natürlich auch alles so ein bisschen Blödsinn. Ich habe es hier auf die Schnelle versucht, habe hier 4, 5 Nähte geschweißt und die Ergebnisse waren für mich nicht richtig zufriedenstellend, aber dafür, dass es so ein einfaches Gerät ist, denke ich mal, ist es okay. Mein persönliches Fazit zu diesem neuen Lidl Multischweißgerät. Das alte Lidl Multischweißgerät hatte wirklich eine sehr einfache und intuitive Benutzerführung. Davon ist man hier so ein bisschen abgewichen. Es ist immer noch einfach zum Einstellen, bietet aber deutlich mehr Möglichkeiten. Die Praxis wird es zeigen, ob das dann die Anwender verwirrt oder viele Leute sagen, ich habe jetzt mehr Möglichkeiten, das ist toll. Schweißen kann das Gerät. Fülldrahtschweißen macht es wirklich göttlich. Da kann sich jedes Fülldrahtschweißgerät hinterher verstecken. Stahlblechschweißen war auch mehr als okay. Diesen Dünnblechbereich, den müssen wir noch ausloten. Und da kann man wirklich nicht meckern. Ein paar Spritzer, das ist beim Max-Schweißen normal. Aluminiumschweißen hat jetzt im ersten Moment bei mir nicht ganz so gut funktioniert. An dem Aluminiumschweißen können wir aber noch arbeiten. Ich denke mal, so ein bisschen in eine Trickkiste greifen, so ein bisschen rumspielen und ich werde das nochmal deutlich besser hinkriegen. Ich werde dann auch nochmal einen anderen Zusatz verwenden und dergleichen. An sich ist es aber, wie gesagt, nach wie vor ein sehr, sehr empfehlenswertes Schweißgerät. Gerade wenn man immer diesen Preis sieht, 199 €. Es sollen 1, 2 andere Geräte von anderen Herstellern auf den Markt kommen, die auch in diese Kategorie stoßen, also Mic-Max-Schweißgeräte für Anfänger zu einem sehr günstigen Preis. Die werde ich dann natürlich mit diesem Gerät vergleichen. Aufkleber, Tabelle, Einstellungen und so weiter. Wenn es sowas gibt, werde ich das unter dem Video verlinken für das neue Gerät, werde ich erstellen und dann werde ich dazu auch nochmal natürlich ein gesondertes Video machen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich immer tierisch über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.